Willkommen zu der Geschichte der ehemals geplanten Dueling-Holzachterbahn vom Europapark. Am 23. März 2002 eröffnete damals Europas höchste und schnellste Achterbahn im Europapark. Sind Sie mutig genug? Dann starten Sie das Qualifying zum Mega-Erlebnis. Nach dem freien Fall ist alles anders. Nach diesem Ride ist nichts mehr, wie es war. Silverstar, Europas höchste und schnellste Achterbahn, wartet auf dich. 73 Meter hoch und 130 Stundenkilometer schnell. Silverstar, steig ein und du kannst was erleben. Jetzt im Europapark in Rust bei Freiburg. Der 73 Meter hohe und 127 km/h schnelle Hypercoaster Silverstar der schweizerischen Firma B&M war die größte Achterbahn im Europapark und war der Einstieg des Parks in das Thrill-Segment, welches zuvor kaum bedient wurde. Alle zuvor gebauten Achterbahnen stammten vom hauseigenen Hersteller Mack Rides, der ebenfalls die nächste größere Achterbahn für den Park lieferte, den LSM Launch Coaster Blue Fire Mega Coaster im Jahr 2009. Dies war die erste und ist auch immer noch die einzige Achterbahn mit Überschlägen im Park und war zur Eröffnung vor allem durch das neu entwickelte Zugdesign, welches trotz Inversionen im Layout keine Schulterbügel benötigte, relativ einzigartig. Schaut, dort unten liegt ein Dorf. Hallo. Können wir was Heißes haben? Klar. Setzt euch zu den anderen. Wow, coole Sitze. Viel Spaß. In 2,5 Sekunden von 0 auf 100. Blue Fire mit nervenzerreißenden Überkopfelementen und atemraubendem Looping. Erleben Sie die pure Energie in Deutschlands größtem Freizeitpark. Entdecken Sie den neuen isländischen Themenbereich und unsere Erlebnishotels. Blue Fire, der neue Megacoaster im Europapark. Nur 2 Jahre nach der Eröffnung kündigte der Europapark die nächste große Achterbahn an, welche sich zwischen dem Blue Fire Mega Coaster und Atlantica Super Splash im Themenbereich Island befinden sollte, die Holzachterbahn Wodan Timber Coaster. Der Woody wurde aber nicht wie viele andere Fahrgeschäfte im Europapark von Mack Rides selbst gebaut, sondern von dem amerikanischen Spezialisten für Holzachterbahnen Great Coasters International. Dieser Hersteller war bereits für Bahnen wie Wickerman in Alton Towers, Troy im Toverland oder Joris-Ende-Draak in Efteling verantwortlich. Du bist gut gerüstet. Du spürst den Wind. Du wartest auf dein Schicksal, das sich unaufhaltsam nähert. Es ist der Stoff, aus dem Legenden geschaffen werden. Es ist die ungeheure Kraft, die uns aus der Welt katapultiert. Die Zeit ist gekommen. Wodan, beginne deine Reise zu den Hallen der Götter. Die neue gigantische Holzachterbahn im Europapark. Der Mythos hat einen Namen. Wodan, eine Bahn wie Blitz und Donner. Mit einer maximalen Höhe von 40 Metern gehört die Bahn zu einer der höchsten der Firma und bietet etwas komplett anderes, was man in der Art auf anderen Attraktionen im Park noch nicht vorfinden konnte. Der Coaster hat eine der am besten thematisiertesten Warteschlangen im Europapark und bietet auf dem über 1 Kilometer langen Layout mehrere kurze Atemmomente
viele Kurven und Richtungswechsel sowie einen Tunnel. Vor allem das Kreuzen von 2 anderen Achterbahnen im Park ist sehr eindrucksvoll. Obwohl Wodan keine Zwischenbremse besitzt, wie man sie von anderen Achterbahnen kennt, ist Wodan die erste Holzachterbahn von GCI, welche gleichzeitig 3 Millennium Flyer Züge der Firma einsetzen kann. Dadurch entsteht jedoch eine höhere Belastung auf die Konstruktion und nicht zuletzt durch den Faktor Lärm müssen bei Wodan spezielle Radbeschichtungen an den Zügen angebracht werden. Aber obwohl der Europapark immer gemeint hat, dass eigentlich keine Holzachterbahn in den Park kommen sollte, gab es bereits vor dem Bau von Wodan andere Pläne für eine Holzachterbahn im Europapark im russischen Themenbereich. Das Hauptaugenmerk des Bereiches ist auf jeden Fall der Spinning Coaster Euromir mit seinen krumm spiegelnden Türmen und dem Nachbau der russischen Raumstation Mir, welcher sich vor der Achterbahn befindet. Im hinteren Teil des Bereichs war geplant, nicht nur eine normale Holzachterbahn zu bauen, wie es heutzutage Wodan geworden ist, sondern eine Doppelanlage, quasi ein Dueling Wooden Coaster, wie beispielsweise auch Joris en de Draak aus dem Freizeitpark Efteling in den Niederlanden. Außer den Artworks gibt es zu der Bahn kaum Informationen, die einzigen Infos stammen aus einem kurzen französischen Video vom Europapark selbst. Aber anhand der Tatsache, dass die Konzeptbilder ebenfalls auf eine GCI-Holzachterbahn schließen lassen, da man auch Millennium Flyer Züge gut erkennen kann, ist es ziemlich sicher, dass der Dueling Wooden Coaster eine Vorstufe vom Wodan Timber Coaster war. Jedenfalls weist das Layout mehrere Einzelheiten auf, die ebenfalls auch beim Dueling Wooden Coaster Lightning Racer aus dem Hershey Park in Pennsylvania, ebenfalls von GCI, vorzufinden sind. Es gibt zunächst 2 separate, leicht versetzte Lifthills, welche sehr ähnlich sind zu denen von Lightning Racer im Hershey Park. Die Höhe der beiden Coaster ist ähnlich wie Euromir, also sehr wahrscheinlich um die 30 Meter, es könnten aber auch ein paar mehr sein, um eine ähnliche Höhe wie Wodan mit 40 Metern zu erreichen. Die First Drops vollfüllen beide eine Rechtskurve. Nach einem großen Airtime Hill und einem Double Up folgt das Turnaround-Element, welches aus abfallenden Rechtskurven besteht. Nach einem weiteren Airtime Hill für jede Seite folgt noch eine Twisty Section mit Kurven, Richtungswechseln und kleineren Airtime Hills, bis die 2 Strecken in der Schlussbremse münden. Der Dueling Coaster sieht auf jeden Fall aus, als wäre er einer der besseren Achterbahnen von GCI gewesen und der Racing-Effekt hätte die Fahrt sicherlich aufgewertet. Die zu hohen Kosten und der Zeitaufwand, der beim Bau entstehen würde, sowie erhöhte Wartungskosten haben letzten Endes dazu geführt, dass der Dueling Coaster nicht gebaut wurde, sondern eine einfache Ausführung einer Holzachterbahn. Es wäre auf jeden Fall interessant gewesen zu erfahren, wie genau die Bahn von der Story und von der Gestaltung her in den russischen Themenbereich eingegliedert worden wäre. Auch wenn aus dem Projekt nichts geworden ist, haben wir mit Wodan eine super Achterbahn von GCI in den Park bekommen. Trotzdem wäre ein Dueling Coaster etwas Neues für den Park gewesen und hätte auf jeden Fall auch gut dorthin gepasst. Der Europapark hat bereits angekündigt, dass zwischen 2021 und 2023 eine neue Großachterbahn von Mack Rides mit einem neuen Themenbereich in den Park kommen soll. Auch wenn es dazu noch keine sichere Bestätigung, was den Typ angeht oder die Location und das Land gibt, dürfte es auf jeden Fall interessant werden, den Bau in den nächsten Jahren mitzuverfolgen, sobald der neue Bereich angekündigt wird. Das war die 2. Folge von Ride History über die ehemals geplante Dueling Holzachterbahn vom Europapark. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielen Dank an EP595, der mich bei dem Video unterstützt hat. Sein Kanal ist in der Infocard und in der Beschreibung verlinkt. Falls ihr Content vor allem aus dem Europapark sehen wollt, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal bei ihm vorbeischauen. Und schaut euch auf jeden Fall auch gerne die erste Folge von Ride History an, wo es um den ehemals geplanten Giga-Coaster vom Heidepark ging. Falls euch ebenfalls interessiert, was für mögliche Attraktionen der Europapark in Zukunft bekommen könnte, dann schaut euch gerne mal das Video zur Zukunft vom Europapark an und dort wird spekuliert, was kommen könnte. Lasst gerne ein Like da, wenn euch dieses Video gefallen hat und schreibt in die Kommentare, was ihr von der ehemals geplanten Dueling Holzachterbahn vom Europapark haltet. Schaut auf jeden Fall, wie gesagt, auch gerne bei EP595 vorbei und abonniert den Kanal, falls ihr es nicht getan habt, dann werdet ihr keine zukünftigen Videos mehr verpassen und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao!